Sie war die Stimme, die Generationen überdauerte. Das Mädchen mit den Zöpfen, das den Regenbogen besang und den Menschen Hoffnung schenkte, Amerika im Schatten der großen Depression lag. Doch hinter der goldenen Leinwand, hinter den Technicolor Träumen, die MGM erschuf, lag eine andere Wahrheit, düster, zitternd, ungeschminkt. Judy Garland, geboren als Frances Gumm, war nie dazu bestimmt, einfach nur zu leben. Sie wurde dazu erschaffen, zu funktionieren. Als sie mit 13 Jahren zu MGM kam, wurde sie nicht mehr als Kind gesehen, sondern als ein Produkt, geformt, poliert, kontrolliert. Die Studios gaben ihr Pillen, wach zu bleiben, Pillen, zu schlafen, Pillen, zu lächeln. Und sie tat es, sie lächelt, für die Kamera, für das Publikum, für Amerika. Niemand durfte sehen, dass hinter dem Lächeln ein Mädchen stand, das kaum atmete. Hollywood war in den 30ern eine Maschine, und Judy war das Öl, das sie am Laufen hielt. Man sagte ihr, sie sei zu dick, zu klein, zu gewöhnlich. Also hungerte sie, arbeitete durch Nächte, sang, wenn ihre Stimme blutete. Wenn die Lichter angingen, war sie Dorothy Gale, das Symbol einer Nation, die an Träume glaubt. Wenn die Lichter erloschen, war sie nur noch ein Schatten, eine Silhouette in einem viel zu großen Bett. Ihre Mutter, Ethel, war keine Zuflucht. Sie war die erste Produzentin ihres Schmerzes, die Managerin ihrer Kindheit. Judy lernte früh, dass Liebe oft die Form von Kontrolle hat. Als The Wizard of Oz, 1939, Premiere feiert, jubelten Millionen. Ein Mythos wurde geboren, doch der Mensch dahinter begann zu zerfallen. Kaum jemand ahnte, dass während die Welt somewhere over the rainbow summte, Judy sich nach einem Ort sehnte, an dem sie einfach nur Frances sehen durft. Kein Star, kein Symbol, nur ein Mädchen, das schlafen wollte, ohne Tabletten, und weinen dürfte, ohne Regieanweisung. Das Lächeln, das Amerika eroberte, war kein Geschenk, es war eine Maske, sorgfältig aufgetragen, Schicht für Schicht, bis nichts Echtes mehr darunter blieb. Und als sie älter wurde, begann diese Maske zu reißen. Das war der Anfang der Tragödie, nicht ihr Fall, sondern ihr Erwachen. Frances Gumm wurde am 7. Juni 1922 in Grand Rapids, Minnesota, geboren, in einer Familie, die von der Bühne lebte und in ihr zerbrach. Ihre Eltern, Frank und Ethel Gumm, betrieben ein kleines Kino, das New Grand Theater. Dort sangen sie, tanzten sie, und dort begann auch Judys Leben, noch bevor sie wusste, was ein Publikum war. Mit 2,5 Jahren stand sie das erste Mal auf der Bühne, eingehüllt in ein Kleid aus Samt, das ihre Mutter selbst genäht hatte. Sie sang Jingle Bells, dreimal hintereinander, weil sie sich weigerte, die Bühne zu verlassen. Die Leute lachten, klatschten, und etwas in ihr Verstand, Liebe musste man verdienen. Die Familie Gumm war ein Wanderzirkus aus Lächeln, Schweiß und Schulden. Ethel, die Mutter, sah in ihrer Tochter nicht ein Kind, sondern ein Versprechen, eine Eintrittskarte aus der Armut. Frank, der Vater, war ein Mann mit sanfter Stimme und gebrochenem Herzen. Es hieß, habe in der kleinen Stadt Frieden gefunden, wegen Gerüchten über seine Homosexualität, etwas, das in jener Zeit nicht vergeben wurde. Die Familie zog oft immer auf der Flucht vor Schulden und Skandalen. Frances wuchs im Rücksitz alter Autos auf, zwischen Kostümen, Make-up und Tränen, die sie nie verstehen sollte. Schon früh wurde ihr klar,
dass sie ihre Mutter die Sonne und der Sturm ihres Lebens war. Ethel trieb sie an harter zu singen, lauter zu lachen, nie zu versagen. Sie verabreichte ihr Aufputschmittel vor Auftritten, sie wach zu halten, und Beruhigungspillen danach, sie ruhig zu stellen. Judy lernte Disziplin, aber keine Kindheit. Ihr Schwestern Mary Jane und Virginia wurden bald zu Statistinnen im Glanz, de kleinen Wonders, das alle Baby Gumm nannten. Mit 11 Jahren war Frances kein mehr, sondern ein Geltermechanismus. Sie trat in Vaudeville-Shows auf, in verachten Sälen, wo Männer lachten, Bier verschütteten und die Bühne nach Geld roch. Sie sang, bis ihr Hals brannte, und tanzte, bis ihr Füße bluteten. Die Zuschauer jubelten, doch sie blickte über die Menge hinweg auf der Suche nach einem Gesicht, das sie wirklich sah. Ethel meldete sie schließlich bei einem Casting in Kalifornien, in Hollywood. Der Ort, von dem die Mutter immer sprach, als sei das gelobte Land. Dort, sagte sie, werden Träume geboren. Aber Judy würde lernen, dass dort Träume zuerst verhökert, dann geopfert werden. Als die Familie Gumm nach Los Angeles zog, war Frances gereed dreizehn. Sie nahm den Künstlernamen Judy, angeblich nach einem Song, den sie liebte. Der Nachname Garland wurde ihr von einem Theaterkritiker gegeben, weil Gumm so gewöhnlich klang. In dieser Umbenennung lag bereits der Verlust. Frances starb leise, ohne Grab, in den Kulissen eines Traums. Judy Garland war geboren, aber das Mädchen, das Weihnachten dreimal Jingle Bells sang, war verschwunden. Bei MGM sah man in ihr sofort das All-American Girl, aber ohne Illusion. Louis B. Mayer, der Studioboss, nannte sie mein kleines Hündchen, eine Mischung aus Stolz und Besitz. Legte seine Hand auf ihre Schulter, manchmal zu lange, und sagte, Judy, den Gesang ist das Herz Amerikas. Für ein Mädchen, das nie Liebe ohne Bedingung kannte, war das genug. Zu gehorchen. Die Schule besuchte sie nur sporadisch. Ihr Klassen sie immer war das Studio. Ihr Lehrer waren Regisseur, die ihr erklärten, wie man weint, ohne zu zittern. Wenn sie lachte, musste sie auf Anweisung zählen. 1, 2, 3, damit es perfekt klang. Zwischen den Dreharbeiten stand sie stundenlang auf der Waage. MGM verglich sie mit anderen jungen Stars, wie Ava Gardner oder Lana Turner, und sagte, sie sind schön, du bist talentiert, aber Talent verkauft keine Poster. Das war der Beginn ihrer Obsession mit Perfektion. Jede Kalorie, jedes Gramm, jede Falte, alles wurde protokolliert. Die Diät bestand aus Hühnerbrühe und Tabletten. Die Nächte waren lang, die Tage künstlich hell. Judy verstand bald, dass Ruhm kein Geschenk war, sondern ein Pakt, und sie hatte ihn unterschrieben, ohne zu wissen, dass ihr Ziel kosten würde. Doch noch war sie ein Kind mit einer Stimme, die Mauern erschüttern konnte. Wenn sie sang, vergaß die Welt den Staub der Depression, die Armut, den Krieg, und für einen Moment vergaß auch sie. Das Mädchen, das man zwang zu lächeln, sang sich selbst in die Freiheit, für ein paar Minuten, bevor das Studio sie wieder in den Käfig steckte. In jenen Jahren formte sich der Mythos, aber auch der Schmerz. Judy Garland lernte, dass Liebe Applaus hieß, dass Erfolg Daseinsberechtigung war, und dass Tränen nur erlaubt waren, wenn sie von der Kamera festgehalten wurden. Hinter jedem Song, hinter jeder Not, wuchs eine Leer, die lauter wurde als ihr Gesang. Sie war noch nicht erwachsen, aber die Welt erwartete es von ihr. Niemand bemerkte, dass die kleine Dorothy,
die man bald über den Regenbogen schicken würde, längst ihm Sturm verloren war. Der Regenbogen, den sie sang, sollte Hoffnung bedeuten, doch für Judy Garland war der Beginn eines Lebens, das sie nie selbst steuern konnte. Als The Wizard of Oz, 1939 inches die, Kinos kam, war sie 16 Jahre alt. Zu jung, die Tragödie zu begreifen, und zu alt, noch ein Kind zu sehen. Das Studio hatte sie geformt wie Ton in den Händen eines Bildhauers, die Haare dunkler gefärbt, die Zähne korrigiert, den Körper mit Korsetts gesamt. Louis B. Mayer nannte sie das süßeste Mädchen der Nation, während ihm selben Atemzug anordnete, das sie abnehmen müsse, neben den glamourösen Stars bestehen zu können. Vor den Dreharbeiten zu The Wizard of Oz bekam Judy täglich Tabletten, damit sie wach blieb, und andere, damit sie schlief. Es war ein Kreislauf, der ihr ganzes Leben begleiten sollte. Wenn sie erschöpft zusammenbrach, schob man ihr ein Lächeln auf die Lippen und sagte, Los Judy, das Publikum wartet. Und sie tat es. Sie lächelte, sang, tanzte. Niemand dürfte merken, dass sie kaum noch fühlte, was sie tat. Doch dann kam jener Moment, der sie unsterblich machen sollte. Somewhere over the rainbow, ein einziger Take, eine einzige Aufnahme, die Zeit anhielt. Ihre Stimme, klar und sehnsüchtig, schwebte durch das Studio, als würde sie nicht für eine Kamera singen, sondern für die ganze Menschheit. Im Tonfall lag etwas, das kein Regisseur hätte inszenieren können. Ein Stilsflächen, ein Traum von Erlösung. Sie sang nicht über den Regenbogen, sie flehte darum, dort hinzukommen. Als die Szene fertig war, soll selbst Mayer Kurs geschwiegen haben. In dieser Stille begann der Mythos Judy Garland. Nach der Premiere war sie über Nacht ein Star. Ganz Amerika verliebte sich in Dorothy, in das unschuldige Mädchen mit den roten Schuhen, das glaubte, irgendwo da draußen sei ein besseres Haus. Aber niemand fragte, was aus dem echten Mädchen wurde, das diesen Traum trug. Judy wurde zur nationalen Ikone, doch für sie bedeutete Ruhm nur eins: mehr Kontrolle, mehr Druck, weniger Freiheit. MGM nutzte ihren Erfolg bis zur Erschöpfung. Kaum war ein Film beendet, begann der nächste. Babes in Arms, Strike Up the Band, Girl Crazy. Immer dieselbe Rolle, das nette Mädchen. Das singt, das Liebe alles hält. Hinter den Kulissen war ihr Leben ein anderes Drehbuch. Sie war müde, einsam, unsicher. Die Tabletten, die sie bei MGM bekommen hatte, waren längst zu einer Sucht geworden. Sie wusste nicht mehr, wie man ohne sie funktionierte. Die Nächte verbrachte sie zwischen Hotelzimmern, Bühnen und Spiegeln, in denen sie sich kaum erkannte. Die Presse nannte sie Amerikas Liebling, aber Judy sah nur die dunklen Ringe unter ihren Augen. In dieser Zeit lernte sie Mickey Rooney kennen, ihr Filmpartner, Freund und manchmal ihr einziger Verbündeter. Sie beide waren Kinder der MGM-Maschine, gefangen in einem System, das keine Kindheit kannte. Rooney erinnerte sich später, wie sie oft hinter der Bühne weinte, kurz bevor sie wieder hinaus musste, das Publikum zu begeistern. Sie war das stärkste Mädchen, das ich kannte, sagte er, und das zerbrechlichste. Mit 19 Jahren hatte Judy mehr gearbeitet als die meisten Erwachsenen. Ihre Karriere war eine endlose Parade aus Kostümen, Liedern und künstlichem Licht. Die Welt sah das Lächeln, aber nicht den Preis. Wenn sie einmal wagte, Nein zu sagen, drohte das Studio mit Suspendierung.
In Hollywood war Gehorsam der einzige Weg zu überleben. Während der Dreharbeiten zu Meet Me in Street Louis, 1944, einem ihrer erfolgreichsten Filme, schien sie endlich Stabilität zu finden. Ihre Stimme war kraftvoller, ihre Ausstrahlung gereifter. Doch auch dieser Glanz war brüchig. Sie hatte gerade ihr erstes Kind mit dem Regisseur Vincente Minnelli bekommen, leise, die später selbst zur Ikone werden sollte. Doch das Glück war trügerisch. Die Ehe zerbrach an der Realität, an Judys Depressionen, an ihrer Abhängigkeit, an der Lehre, die kein Applaus füllen konnte. Hollywood liebte sie, solange sie funktionierte. Doch sobald sie wankte, wurde sie ersetzt. Neue Gesichter kamen, neue Träume, neue Illusionen. Judy war Anfang 20 und spürte bereits, wie der Glanz sie ausbrannte. Sie versuchte, auszubrechen, aus MGM, aus der endlosen Spirale von Ruhm und Schmerz. Doch das Studio hielt sie mit Verträgen gefangen, die ihr kaum Luft ließen. Eines Tages, während einer Szene für The Pirate, brach sie zusammen. Die Lampen brannten weiter. Das Team stand still. Es war der Moment, in dem Hollywood sah, dass ihr Stern zwar leuchtete, aber kurz vor dem Erlöschen stand. Danach kam der Entzug, dann die Schlagzeilen. Judy Garland verlässt Set. Hollywoods golden Stimme in der Krise. Die Welt liebte ihre Musik, aber sie genoss auch ihren Absturz. Trotz allem gab sie nicht auf. Sie kehrte zurück, immer wieder. Auf der Bühne, vor der Kamera, im Radio. Ihre Stimme war ihr letzter Halt, ein Anker in einem Meer aus Chaos. Wenn sie sang, war sie wieder das Mädchen von damals, das man Frances nannte. Doch je älter sie wurde, desto mehr sang sie nicht über Hoffnung, sondern über Verlust. Die Leute hörten den Regenbogen, aber Judy hörte nur den Sturm. The Wizard of Oz hatte sie unsterblich gemacht, aber auch verdammt. Die roten Schuhe, die das Publikum liebte, wurden zu Ketten, die sie nie mehr ablegen konnte. Jeder erwartete Dorothy, doch Judy, längst ein anderer Mensch, müde, verletzlich, gebrochen. Und je mehr sie versucht, dieser Rolle zu entkommen, desto tiefer zog sie der Mythos hinab. Der Durchbruch, den die Welt feierte, war für sie der Anfang vom Ende. Hollywood hatte sie geschaffen, und nun begann es, sie zu verschlingen. In den späten 40er und frühen 50er Jahren stand Judy Garland an einem Punkt, an dem nur wenige Frauen in Hollywood je gestanden hatten. Sie war ein Mythos geworden, ein Name, der allein schon Licht bedeutete. Wenn sie eine Bühne betrat, verstummte der Raum. Wenn sie sang, fühlte man etwas, das über Musik hinausging. Ein Beben, das in der Brust blieb, lange nachdem der letzte Ton verklungen war. Ihre Stimme war kein Instrument mehr, sondern ein Geständnis. Nach dem Bruch mit MGM im Jahr 1950 stand sie plötzlich ohne Sicherheit da, ohne den goldenen Käfig, der sie so lang gefangen gehalten hatte. Die Studios erklärten sie für unzuverlässig, zu instabil, zu unberechenbar. Sie war 29 Jahre alt, Mutter, geschieden, erschöpft und frei. Zum ersten Mal gehörte sie niemandem. Doch Freiheit kann grausam sein, wenn man nie gelernt hat, sie zu lieben. Judy suchte Halt in der Musik. Sie trat in Nachtclubs auf, in Theatern, in London, Paris, New York. Es war ein anderes Publikum, kein Kamerapersonal, kein Regisseur, kein Studioboss. Nur Menschen, die kamen, sie zu hören. Und sie gab ihnen alles. Auf der Bühne verwandelte sich die gebrochene Frau wieder
in ein Wesen aus Feuer und Schmerz. Ihr Augen glitzerten, ihrem Scheinwerferlicht, ihr Körper schwankte zwischen Erschöpfung und Ekstase. Jedes Lied war ein Geständnis, jede Not ein Schrei. Ihr Comeback began 1954 mit A Star is Born. Ironischerweise war es die Geschichte einer Frau, die an ihrem Ruhm zerbricht, und niemand hätte diese Rolle ehrlicher spielen können. Judy war nicht einfach die Figur Esther Blodgett, sie war sie. Der Film wurde zum Meisterwerk, zu einem emotionellen Sturm. Die Kritiker nannten es ihre Wiederauferstehung. Für viele war es, als hätte Hollywood seine verlorene Tochter zurückbekommen. Doch hinter den Kulissen war sie wieder dieselbe Judy, verletzlich, erschöpft, verfolgt von Dämonen, die kein Applaus vertreiben konnte. Das Studio verlangte Perfektion, die Presse verlangte Sensation, und sie, zwischen Ruhm und Ruin, versuchte zu überleben, als sie 1955 für den Oscar nominiert wurde, saß sie wegen Erschöpfung in einem Krankenhausbett. Die Kameras dürften keinen filmen, ein absurd Geste zwischen Mitleid und Vermarktung. Als Grace Kelly gewann, lächelte Judy in die Linse und sagte, das ist Hollywood. Ihr Privatleben war ein Karussell aus Ehen, Enttäuschungen und Wiederanfängen. Nach Vincente Minnelli folgte Sid Luft. Manager, Gelebter, später Retter und Zerstörer, zugleich. Brachte sie zurück auf die Bühne, organisierte ihr legendären Auftritt in der Londoner Palladium und der Carnegie Hall. Die Carnegie Hall 1961 war kein Konzert, es war eine Offenbarung. 2 Stunden lang sang sie gegen alle Geister in sich selbst. Die New York Times schrieb, es war, als stünde sie in Flammen. Das Publikum tobte, jubelte, weinte. Niemand hatte je etwas Vergleichbares erlebt. Aber Ruhm ist nie nur Glanz. Jeder Triumph trug in sich die Saat der nächsten Katastrophe. Die Tourneen erschöpften sie, die Tabletten blieben ihr Begleiter, und die Schulden häuften sich. Ihre Stimme, so unsterblich sie klang, trug Narben. Sie wurde brüchiger, rauer, aber auch ehrlicher. When sie The Man That Got Away sang, war das keine Rolle, sondern ein Bekenntnis. In Interviews wirkte sie charmant, witzig, voller Leben. Sie lachte über ihre Fehler, erzählte Anekdoten mit einem Glanz in den Augen, der jeden Raum füllte. Doch sobald das Licht erlosch, kam die Dunkelheit. Freunde berichteten, dass sie nach den Shows allein in Hotelzimmern saß, die Hände zitternd, eine Zigarette nach der anderen. Ich singe, nicht zu schreien, soll sie einmal gesagt haben. Hollywood liebte die Auferstehungsgeschichten, aber es verstand nie, dass jede Auferstehung Blut kostet. Judy Garland war längst mehr Symbol als Mensch. Ihre Rückkehr war eine Sensation. Doch sie selbst sehr viel in Etappen, in Verträgen, in Ehen, in Schulden. Jede Rettung war nur ein Aufschub. Als sie in den 60er Jahren ihre eigene Fernsehshow bekam, The Judy Garland Show, schien es, als hätte sie endlich Stabilität gefunden. Sie lachte, sang, improvisierte und Amerika jubelt. Doch die Quoten fielen. Die Sender wurden nervös, und nach einer Staffel war alles vorbei. Für Judy war das keine Show, sondern ein letzter Versuch, zu beweisen, dass sie noch lebte. Trotz allem, trotz Enttäuschungen, Skandalen, Zusammenbrüchen, blieb sie eine Erscheinung, die man nicht vergessen konnte. Ihr bloße Präsenz auf einer Bühne genügte, Menschen zu verwandeln. Es war, als ob sie die Welt für einen Moment heilte, während sie selbst zerbrach.
Der Ruhm hatte sie unsterblich gemacht, aber hatte ihr auch alles genommen. Die Menschen sahen in ihr Licht, wo längst Schatten waren. Sie war das Gesicht Amerikas, das immer lachte, auch wenn die Lippen zitterten. In einem Interview sagte sie einmal, ich wollte nie berühmt sein, ich wollte nur geliebt werden. In dieser einen Zeile lag ihr ganzes Leben. Der Applaus war laut, aber die Einsamkeit lauter. Der Glanz der Bühne wurde ihr Zuhause, doch nie ihr Trost. Und während die Welt noch jubelt, begann das letzte Kapitel, ein Kapitel aus Schulden, Skandalen und einem verzweifelten Kampf gegen die Stil, die immer näher rückte. Als die 60er Jahre ihren Schatten über Hollywood warfen, war Judy Garland längst kein Star mehr, im klassischen Sinn. Sie war ein Überbleibsel einer goldenen Ära, eine Legende, die auf der Bühne blutete, am Leben zu bleiben. Ihre Stimme war noch immer mächtig, doch ihr Körper war ein Wrack aus Schlaflosigkeit, Schmerz und Medikamenten. Der Applaus wurde zu einem Pflaster, das sie jeden Abend nur auf ihre Wunden legte. Niemand wusste, wie tief diese Wunden wirklich waren. Ihre Karriere war ein ständiges Auf und Ab. Nach dem Triumph der Carnegie Hall folgten chaotische Tourneen, Verträge platzten, Engagements wurden abgesagt. Sie kam zu spät, manchmal gar nicht. Das Publikum, das sie einst vergöttert hat, begann zu flüstern. Zeitungen druckten Schlagzeilen wie Judy Garland, die Diva, die nicht mehr kann. Doch wer genau hinsah, sah keine Diva, sondern eine Frau, die gegen ihre eigene Erschöpfung kämpft. Dritter Ehemann, Sid Luft, war ihr Manager, ihr Retter und ihr Gefängnis zugleich. Hielt sie auf der Bühne, auch wenn sie kaum stehen konnte. Wenn sie fiel, aber sie auf. Nicht aus Liebe, sondern aus Notwendigkeit, die war eine Spirale aus Streit, Leidenschaft und Abhängigkeit. Judy wollte geliebt werden. Sid wollte Erfolg. Zwischen beiden stand ein Kind, Lorna, ihre Tochter, die schon früh verstand, dass Ruhm kein Zuhause ist. Ihr Schulden zu begleichen, nahm Judy fast jedes Angebot an Clubs, die sie früher gemieden hätte, wurden zur Pflicht. Sie sang in verrochten Bars in London, in winzigen Theatern, in Hotels, wo die Mikrofon kratzten und die Lichter flackerten. Doch sobald sie sang, war alles wieder still. Menschen, die dabei waren, erzählen, dass sie in diesen Momenten fast übernatürlich wirkte, als würde sie mit jeder Not ihr Leben neu entfachen. Doch hinter den Kulissen war sie ein Gespenst. Die Abhängigkeit von Medikamenten war längst außer Kontrolle. Die Studios hatten sie einst daran gewöhnt, Tabletten zu nehmen, durchzuhalten. Jetzt brauchte sie, überhaupt zu funktionieren. Alkohol kam hinzu, Schmerzmittel, Beruhigungsmittel, ihr Körper konnte kaum noch unterscheiden zwischen Schlaf und Ohnmacht. Finanziell war sie ruiniert. Die Steuerbehörden nahmen ihr Häuser, Schmuck, Besitz. Sie hatte kaum noch etwas außer der Stimme. Doch selbst diese begann zu schwanken. Bei einigen Auftritten fiel sie mitten im Lied in Tränen, bei anderen beschimpfte sie das Publikum. Die Presse schrieb von einer tragischen Göttin, die ihre Flügel verloren hat. Und doch, immer wieder kam sie zurück. Als 1968 ihr letzte groß Konzertreihe in London begann, war sie ein Schatten ihrer selbst, dünn, erschöpft, aber mit einem Blick, der noch immer funkeln konnte. Sie trat im Talk of the Town auf einem Nachtclub, der mehr Rauch als Glanz hatte. Ihr Publikum bestand aus Neugierigen,
Nostalgikern und Menschen, die Zeugen eines Mythos werden wollten. Wenn sie die Bühne betrat, lag für einen Moment wieder Magie in der Luft. Doch das Licht war anders, kälter, trauriger. Ihr fünfter Ehemann, Mickey Deans, ein Nachtclubmanager, trat in ihr Leben, als sie längst in den Trümmern stand. War charmant, jünger, voller Versprechen. Freunde warnten sie, aber Judy wollte glauben, dass diesmal jemand sie nicht ausnutzen würde. Im März 1969 erreichten sie in London. In Interviews lächelte sie müde und sagte, sie fühle sich endlich sicher. Doch hinter der Fassade war sie schwächer denn je. Sie hatte kaum Geld, lebte in einer gemieteten Wohnung, manchmal ohne Heizung. Ihr letzter Auftritt im März 1969 war improvisiert. Sie sang wenig Minuten, die Stimme brüchig. Aber das Publikum applaudierte, als hätte es den Himmel gesehen. Judy verbeugte sich, flüsterte ein leises Danke, als wüsste sie, dass es das letzte Mal war. 22. Juni 1969. An einem Sonntagmorgen fand Mickey Deans sie leblos im Badezimmer ihrer Wohnung in Chelsea. Überdosis Barbiturate. Offiziell Unfall durch Selbstmedikation. Sie war 47 Jahre alt. Die Welt stand still. Zeitungen auf der ganzen Welt brachten dieselbe Schlagzeile. The rainbow has ended. In New York, Los Angeles und London weinten Menschen, die sie nie getroffen hatten. Ihre Beerdigung wurde zu einer Prozession. Mehr als 20.000 Menschen kamen, Abschied zu nehmen. Sie lag im offenen Sarg, das Gesicht still, friedlich, als hätte sie endlich den Ort gefunden, den sie so oft besungen hatte. Und ironischerweise, fast wie ein kosmischer Witz, fiel ihr Tod. Mitten in den Stonewall-Aufstand in New York. Viele der jungen Menschen, die damals für ihre Freiheit kämpften, nannten sich Friends of Dorothy. Judy Garland, die Frau, die ihr Leben lang Liebe suchet, wurde ungewollt zum Symbol einer neuen Bewegung. Nach ihrem Tod begann die Welt, sie zu verklären. Bücher, Filme, Dokumentationen versuchten, ihr Leben zu erklären, ihren Schmerz zu deuten. Doch die Wahrheit war einfacher und grausamer. Sie war ein Kind, das so früh lächeln musste, eine Frau, die nie lernen durfte, schwach zu sein, und eine Künstlerin, die bis zuletzt glaubte, dass ein Lied die Welt retten könnte. In ihren letzten Interviews sprach sie mit einer Mischung aus Klarheit und Resignation. Ich bin müde, sagte sie einmal leise. Aber wenn Sie mich auf die Bühne stellen, werde ich singen. Ich kann gar nicht anders. Und das war sie, eine Frau, die sich selbst in jedes Lied hineinlegte, bis nichts mehr von ihr übrig blieb. Der Applaus, der sie einst trug, wurde zu einem Echo, das sie verschlang. Judy Garland war nie nur ein Star. Sie war ein Schrei, der durch Jahrzehnte halt, in jeder Stimme, die wagt, trotz Schmerz zu singen. Als sich der Schleier über Judy Garlands Leben senkte, begann ihr zweites Dasein, nicht als Mensch, aus Fleisch und Blut, sondern als Symbol. Der Regenbogen, den sie besang, wurde zum universellen Zeichen für Hoffnung, Trost und Mut und ihr Name. Einst verbunden mit Schmerz und Einsamkeit, verwandelte sich in eine Hymne für alle, die im Dunkeln nach Licht suchten. Ihr Tod im Sommer 1969 war kein Ende, sondern eine Metamorphose. In den Tagen nach ihrem Tod lag über New York eine seltsame Stille. Die Stadt, die nie schlief, hielt den Atem an. Am selben Wochenende erhob sich in der Christopher Street eine andere Stimme,
die von Menschen, die genug hatten von Scham, Angst und Schweigen. Der Stonewall-Aufstand, der Beginn der modernen LGBTQ+Bewegung, fiel fast auf den Tag ihres Todes. Zufall oder Schicksal, Wille der jungen Rebellen. Sagten später, Judys Tod sei der letzte Tropfen gewesen. Sie, die Freunde von Dorothy, nannten sich so, weil sie in ihr eine Seelenverwandte sahen, eine Frau, die von der Welt missverstanden, aber nie gebrochen wurde. Judy Garland wurde damit posthum zu einer Ikone des Widerstands. Ihr Song Over the Rainbow wurde zum heimlichen Gebet einer ganzen Generation. Die lernte, dass Hoffnung keine Flucht ist, sondern ein Akt des Überlebens. Ihr Regenbogen wurde zu einem Banner, nicht nur für Träumer, sondern für Kämpfer, doch ihr Vermächtnis geht über Symbole hinaus. Sie war eine der ersten Frauen in der Unterhaltungsindustrie, die offen über Ausbeutung sprach, über die Grausamkeit der Studios, über das System, das junge Talente formte, bis sie zerbrachen. Lange bevor das Wort Burnout existierte, hatte Judy es gelebt. Ihre Geschichte zwang Hollywood, über Verantwortung nachzudenken, zumindest für eine Weile. In der Musik wurde ihr Einfluss unsterblich. Sängerinnen wie Barbra Streisand, Liza Minnelli, Lady Gaga und Renee Zellweger, jede von ihnen trug ein Stück Judy in sich. Nicht ihre Melodien, sondern ihre Wahrhaftigkeit. Streisand sagte einmal, wenn Judy sang, dann glaubtest du ihr jedes Wort. Sie konnte dir das Herz brechen mit einer einzigen Not. Ihre Tochter Lisa, selbst ein Star des Broadway, trug das Erbe weiter, nicht als Kopie, sondern als Beweis, dass Schmerz und Kunst aus demselben Feuer geboren wurden. In den Archiven der Filmgeschichte lebt sie weiter, nicht als Opfer, sondern als Pionierin. In einer Zeit, in der Frauen in Hollywood kaum Macht hatten, kämpfte sie, lachte, fiel, stand wieder auf. Ihre Stimme überdauerte die Agente, weil sie nicht perfekt war. Sie zitterte, brach, schrie. Und gerade deshalb war sie wahr. Judy Garland veranderte, ohne es zu wissen, die Art, wie die Weltemotionen, im Filmverstand, vor ihr war, Gesang Unterhaltung, nach ihr wurde Bekenntnis. Sie brachte Verletzlichkeit auf die Bühne und zeigte, dass Kunst nicht glänzen muss, schön zu sein. In den folgenden Jahrzehnten wurde sie zum Mythos. Bücher über sie verkauften sich millionenfach, Biografien, Filme, Theaterstücke versuchten, den Kern ihres Wesens zu fassen, und scheiterten doch. Denn Judy Garland war kein Rätsel, das man lösen konnte, sondern ein Gefühl, das man nur erleben konnte. Renee Zellweger gewann Hai Kong Hai Mui den Oscar für ihre Darstellung in Judy. Der Film zeigte sie nicht als Göttin, sondern als Frau, gebrochen, zärtlich, müde. In einem Interview sagte Zellweger, ich wollte zeigen, dass sie nie aufgehört hat, zu kämpfen. Sie starb nicht, weil sie schwach war, sondern weil sie so lange stark war. Ihr Einfluss reicht über Bühne und Leinwand hinaus. In der Psychologie, in der Popkultur, in der Identitätssuche vieler Künstlerinnen steht ihr Name für Authentizität. Sie war nicht perfekt, und gerade das machte sie unvergesslich. Ihre Stimme lebt in den Nächten fort, in denen Menschen weinen und träumen, in Bars, in denen jemand am Klavier selbst die ihre Filme nie gesehen haben, kennen das Gefühl, das sie hinterließ, den Schmerz, der so liegt wird. Heute, Jahrzehnte nach ihrem Tod, liegen in ihrem Grab in Los Angeles Blumen, Regenbogenflaggen, alte Vinylplatten,
Fremde kommen, sich zu bedanken, nicht für die Filme, nicht für den Ruhm, sondern dafür, dass sie uns gezeigt hat, wie man trotz allem weiter singt. Ihr Leben blieb eine Warnung und ein Trost zugleich. Eine Warnung vor einem System, das Menschen verschlingt, und ein Trost, das Kunst überlebt, selbst wenn der Künstler stirbt. Judy Garland hat bewiesen, dass der menschliche Geist größer ist als jedes Studio, jede Droge, jede Dunkelheit. Wenn heute jemand over the Rainbow hört nicht nur einen Song. Hört eine Frau, die sich nach Frieden sehnte und ihn erst fand, als die Welt sie endlich losließ. Vielleicht war es das, was sie immer wollte. Kein Applaus, kein Ruhm. Nur ein Zuhause irgendwo über dem Regenbogen. Es ist Nacht über Los Angeles. Der Wind trägt den Geruch von Regen, und irgendwo in der Ferne flackert ein Schild, das einst das Herz des Traums war. Hollywood. Unter demselben Himmel, der sie einst verschluckte, leuchtet noch immer ein Leid. Leise, aber unsterblich. Somewhere over the rainbow. Wenn man genau hinhört, klingt es nicht nach Hoffnung, sondern nach Erinnerung. Nach einem Mädchen, das sang, bis ihr Herz brach, und einem Publikum, das nie aufhörte, ihr zuzuhören. Judy Garland ist längst mehr als ein Name. Sie ist eine Sprache geworden, die Sprache derer, die so sensibel sind für eine Welt, die Lautstärke über Wahrheit stellt. In ihren Liedern lädt eine Sehnsucht, die kein Zeitalter verliert. Das Verlangen, gesehen zu werden, nicht als Legende, sondern als Mensch. Manchmal, wenn in einem alten Kino The Wizard of Oz gezeigt wird, sitzen Kinder dort und staunen über das Mädchen mit den Zöpfen, das barfuß durch eine Welt aus Farbe wandert. Sie wissen nicht, dass Dorothy weinte, wenn die Kameras ausgingen. Sie wissen nicht, dass das Lächeln, das sie so lieben, mit Tränen bezahlt wird. Aber sie fühlen etwas, diese zarte Melancholie, die durch den Raum sieht wie Staub im Sonnenlicht. Und vielleicht ist das der Beweis, dass Wahrheit nicht vergeht, selbst wenn die sie lebte, längst gegangen ist. Es gibt Generationen von Künstlern, die Judy Garland in sich tragen, ohne es zu wissen. Jedes Mal, wenn jemand auf die Bühne tritt, obwohl das Herz zittert. Jedes Mal, wenn eine Frau lacht, obwohl sie weinen will. Jedes Mal, wenn jemand singt, zu vergessen, dass allein ist. Das ist ich Erbe. Nicht Ruhm, nicht Reichtum, sondern der Mut, verletzlich zu bleiben. In den Archiven liegen ihre Filme, Michelos restauriert, in goldenem Licht. Aber das wahre Kino ihrer Existenz spielt sich in Momenten ab, die niemand filmte. Die Nächte, in denen sie ihrem Hotelzimmer vor dem Spiegel saß, Mascara verschmiert, die Hände zitternd, und trotzdem sang. Für sich, für niemanden, für den Regenbogen, der nur sie hören konnte. Wie leicht verstand sie früher alle anderen, dass Schönheit nicht in Perfektion liegt, sondern in Brüchen. Dass der Schmerz, wenn man ihn aufrichtig zeigt, heiliger ist als jeder Applaus. Darum berührt sie noch immer, weil sie nie vorgab, mehr zu sein als ein Mensch, der versucht, weiter zu leben. Heute ist Judy Garland Teil einer größeren Geschichte, der Geschichte von Frauen, die nicht in Rollen passten, von Künstlern, die so ehrlich waren für ihre Zeit. Sie war Dorothy, Esther, die Frau hinter der Maske. Aber sie war auch das Mädchen, das einfach nach Hause wollte. Und in dieser Sehnsucht liegt das Universell. Wir alle suchen diesen Ort irgendwo over the Rainbow, wo das Leben weicher ist, das Lachen echt und der Schmerz still. Ihr Lied ist geblieben, ein Flüstern im Wind, ein Trost in dunklen Stunden.
Man kann es hören in Bars kurz vor Mitternacht, in Kopfhörern einsamer Menschen, in Filmen, die wieder und wieder versuchen, das Unbegreifliche zu erklären. Wie jemand so hell leuchten konnte und doch so früh erlosch. Aber wie leicht ist das Wesen von Sternen. Sie brennen so stark, lange zu leben. Wenn man über Judy Garland spricht man über das Paradox des Lichts, ein Licht, das wärmt und verbrennt, ein Talent, das hielt und zerstört. Sie ist die Verkörperung dessen, was es heißt, Mensch zu sein in einer Welt, die Perfektion verlangt. Und sie hat es geschafft, dies Welt mit einem einzigen Lied zum Schweigen zu bringen. In einem Brief, kurz vor ihrem Tod, schrieb sie: Vielleicht bin ich nicht dafür gemacht, glücklich zu sein. Aber ich weiß, dass ich Menschen fühlen lassen kann. Und das ist vielleicht genug. Ja, Judy. Es war genug. Denn du hast uns gelehrt, dass es keine Schande ist zu fallen, solange man dabei singt. Dass Schmerz eine Form von Wahrheit ist. Und dass manchmal der schönste Regenbogen aus den dunkelsten Wolken entsteht. Wenn heute irgendwo jemand über seine Grenzen geht, Schönheit zu schaffen. Wenn jemand trotz allem weiter singt. Weil Schweigen schlimmer wär, dann lebt sie. Nicht in Filmen, nicht in Liedern, sondern im Atemzug, die noch hoffen. Judy Garland ist nicht verschwunden. Sie hat sich nur verwandelt in das Licht, das über uns liegt, wenn wir hinaufschauen und flüstern. Somewhere over the rainbow. Und vielleicht, irgendwo jenseits der Wolken, lächelt sie jetzt, endlich ohne Regie, ohne Schmerz, nur mit einem Frieden, den sie ihr ganzes Leben lang gesucht hat.